gut, herzlich willkommen aus Vienna, genauer gesagt aus der Arbeitsschulzhalle, wo heute die Meisterfeier der Vienna Capitals über die Bühne geht. Es ist vollbracht. Zum ersten Mal seit der Saison 2004/2005 ist also der Pot der ersten Eishockey-Liga wieder hier in Wien. Wir waren für euch bei der Meisterfeier live dabei. Wenn man diese tollen Bilder sieht, jetzt gerade in diesem letzten Video, was geht einem da durch den Kopf? Weniger durch den Kopf, es geht einem das Herz auf. Und hier geht das Herz besonders weit auf, weil ich früher nach Hause gewartet habe und ein bisschen zurückdachte, was wir alles erlebt haben, was alles passiert ist. Es waren ja auch nicht so gute Zeiten, es waren Zeiten, wo ich große Sorgen hatte, wo ich wirklich auf der Kippe stand und ich habe mir früh gedacht, wenn ich Sie hier sehe, in Ihrer Begeisterung, in Ihrer Unterstützung, in Ihres Herz auf, dann sage ich auch, das macht alles wieder gut. Gibt es für dich in dieser Saison ein spezielles Schlüsselerlebnis, wo du auch gedacht hast, naja, jedes Jahr steht man in der Mannschaft zusammen, aber heuer, das wird es wirklich sein? Naja, ich bin ein bisschen näher an der Mannschaft dran und ich habe schon sehr früh in der Saison das Gefühl gehabt, dass es eine unglaubliche Mannschaft und die Harmonie eigentlich sehr, sehr groß ist. Aber als Schlüsselerlebnis vielleicht würde ich sagen, im zweiten Playoff-Spiel gegen Innsbruck in Overtime, in der sechsten Overtime, also in der dritten Overtime, den Siegtreffer geschossen haben, habe ich gewusst, die Einzigkeit. Und wie weit dieser Einsatz gegangen ist, lassen Sie ein bisschen mit einem Gefühlsfeld eintauchen. Die Schlusslinie dort, dieser unglaubliche Jubel. Was geht da als erstes auf den Kopf? Ja, also, mir geht bis zur letzten Sekunde gewartet, bis ich mich frei, weil das ist halt so meins. Vorher habe ich es nicht frei gegangen. Aber nachher, ja, die Gefühle, ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Also, das war das beste Gefühl, was kann man nicht beschreiben. Jetzt habe ich gehört, du möchtest auch noch eine dritte Meisterschaft, aber 12 Jahre wirst du noch nicht machen wollen, oder? Ja, das passiert. 12 Jahre passieren genau. It's really starting to sink in, but I think tonight is kind of a confirmation of what we've accomplished this year. This group of guys was something that I have never experienced in 25 years of professional hockey. So, you know, it's unbelievable, and to have a chance to celebrate here tonight together, it's wonderful. 3 sweeps. How is that? Is it quite unbelievable? Well, looking back now, we realize that we've accomplished something special, but it was never about the sweeps, never about, like, you know, make it quick or thinking we're going to win. It was about winning the next game. And really, those guys, they came together really as a family, and we just kept working. And I just knew as a coach coming in, whether we're on the road or at home, that it was going to take an unbelievable effort to go through us. And you know, we were able to do it. What are the main reasons? Talk about sports. What are the main reasons that it came through? This dream came through. Well, I think we had great leadership in the room, and obviously the care level, the execution. We put a game plan together, but at the end of the day, it's the guys that are executing it. And you know, when we were making adjustments along the way to, you know, make sure we had the bad chance, they did. You know, they made those adjustments and kept moving forward. And today, they're all champions. Der Vater von vielen Akkus ist bei uns. Zweiter Meistertitel für den Sohn. Was geht bei der Meisterfeier gerade in dir vor? Naja, das freut mich natürlich sehr und überhaupt nach der fantastischen Saison, jetzt zweite Mal Meister, was kann man sich mehr wünschen?
Hand aufs Herz, die Capitals waren vor einem Jahr am Boden, dann kam Serge Aubin, auch dein Sohn ist wieder aufgeblüht. Du hast ja auch Ahnung vom Eishockey, wie erklärst du dir? Naja, er ist begeistert und er fühlt sich toller Kondition und er hofft, dass er weiterspielen kann für die Capitals. Die Halle voll, du als Erzwiener, die Halle voll, es ist große Euphorie um das Eishockey. Da geht einem doch als Wiener das Herz auf, oder? Naja, sicher. Sowas erlebt man nicht alle Jahre. Und wer weiß, wie lange es wieder dauern wird. Das muss man froh sein. Schon bei dir alles gesagt, was passiert ist? Bitte? Schon bei dir alles gesagt, was passiert ist? Ja, ich glaube schon, ja. Und wir erinnern uns gerne. Danke und noch eine schöne Feier. Ja, ebenfalls. Danke. Bei der Meisterfeier treffen wir natürlich auch die Fans, die immer da sind. Michael Zauner. Du bist mit den Caps durch dick und dünn gegangen. 2. Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Wie geht's dir gerade? Weltklasse. Bei so einer Feier kann man nur sagen, Weltklasse. Hucht dir das einmal an, wie das Stimmung da ist. Ja? Also, kann es besser sein in Wien zurzeit? Was waren so deine Höhepunkte der Saison? Das Viertelfinale, das Halbfinale, natürlich das Finale. Die Capitals waren vor einem Jahr am Boden, jetzt feiern die Caps den Meistertitel. Was würdest du sagen, was hat den Ausschlag dafür gegeben? Ja, sag einmal, diese Mannschaft. Wenn man sagt, diese Mannschaft, wie sie jetzt ist, ja, und mit den Jungen, man soll auch immer mit den Jungen spielen. Ja. Und das ist jetzt heuer das erste Mal so richtig, hat das funktioniert und ich finde es einfach Weltklasse. Alles schon gesagt, was passiert ist in den letzten Tagen? Ja. Sag einmal, das, was da jetzt passiert ist in den letzten Tagen, das spricht für sich, oder? Danke, Mike. Bitte. Bei uns ist eines so original in der Vienna Capitals Fanszene, der Yellowman. Ja. Meisterfeier. Ja. Wie geht's dir? Hervorragend, ein schönes Gefühl. Wie hast du die Saison erlebt? Was waren deine Höhepunkte? Meine Höhepunkte waren in Innsbruck auswärts, das zweite Spiel in der 3. Overtime, ebenfalls dort. Und dann die Finalspiele 3 und 4 gegen den KC. In einem Fansektor, Bändchen, super organisiert. Tolle Stimmung. Die Nummer 20. Vor einem Jahr waren die Capitals am Boden. Jetzt sind sie Meister. Man kann von einer Märchensaison sprechen. Würdest du das auch sagen? Märchensaison auf jeden Fall und das Kollektiv im Team hat sich halt geändert. Mit dem Trainer, mit den Spielern, die dazugekommen sind. Wie lange hast du gefeiert? Ich bin hier um 7 Uhr in der Früh dann aus der Halle rausgekommen, nachdem ich von Klagenfurt heimgekommen bin. Und alles schon gesagt? Bitte? Alles schon gesagt, alles schon verarbeitet, was so passiert ist? Nein, es wird noch am Dienstag weitergehen in der Brauerei mit den Autogrammen. Dann geht der Anzug in Pension. Dann wünschen wir dem Anzug eine schöne Pension und dir noch eine schöne Feier. Bis im August. Danke. Sascha, du hast da kurzfristig aussetzen müssen, du warst verletzt, dann kamst du Verletzung am Knie und dann spielst du wieder. Sag gerne, wie das geht. Ja, also ich wurde operiert, der Kniescheibe war gebrochen. Die Kniescheibe war gebrochen? Ja, da war ich nach 2 Wochen wieder raus, mit 2 Schrauben drinnen und nach 3 Wochen bin ich wieder gespielt. Has it already sunk into your mind that the team and you as a head coach, you wrote history? You know, not the history part, but the fact that we're champion obviously is starting to sink in. We weren't here for history, we were here just to show the world that, you know, we care that much and we're going to work that hard. So today, I'm glad it paid off and it's a great feeling. When we looked on stage, everybody could see that this is a big family. To be honest, is it a bit sad that the season is over, that the journey is over, that maybe players gonna leave? You know what, this sport is obviously, like, you know, when you win, things happen, even when you lose, but this group will never leave each other, ever. It's impossible. We're bound forever. We're champion, we did this together, and they did it right. It was not like money, it was not like, they did it through hard work, being committed to one another, and I really do think it's a special group that's going to be connected forever. Now moving forwards, obviously,
you know, like we have to make, you know, hockey decisions and business decisions, whatever it is. And some guys might have a better opportunity. We need to respect this, but I think it was a great learning lesson for all of us this year. In Klagenfurt you said you learned how big the team is, how important the team is. When will you take the lessons for the next season? When will the planning start? Oh, it's going to start in the next few days. We'll take the next 4 or 5 days to enjoy this moment. I think it's well deserved. And then it's going to be right back to work and in preparation for next training camp. And you know, like now we've earned this. We got a target on our back. People want to beat us, and it's up to us to do our due diligence and be very diligent with our work and to make sure we're prepared and ready for camp. Coach, final question. As I said, we spoke after 41 games about the game, but was there any questions that you would like to have been asked but never have been asked? No, really, like, I think you guys have treated us with a tremendous amount of respect this year. You understand it's not a perfect world, but we gave our perfect effort. We really did. And, you know, our guys did the exact same. So, if I may, I just want to say thanks to everyone. Thank you, Coach, and all the best. Enjoy it. Thank you, Coach. Thank you.